Ja, moin! Willkommen zu einem etwas anderen Video auf diesem Kanal. Ich habe nämlich eine Vorab-Release-Version, eine Presseversion vom Black Geyser oder Geyser Careers of Darkness bekommen, wie ihr hier sehen könnt. Danke an Vicarious PR dafür, für den Key. Sehr, sehr nett. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Spiel im Sinne der alten Baldur's Gate Teile. Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Icewind Dale, ein sogenanntes CRPG, also man hat eine Party von, ich weiß gar nicht wie vielen, vielleicht 4, 5, 6 Leuten. Die haben alle eine Klasse, eine Rasse, Werte und man hat ein Echtzeit-Kampfsystem, das man pausieren kann. Und ich dachte mir, weil ich jetzt das bekommen habe und ich liebe solche Spiele, dachte mir, wir schauen uns das einfach mal an zusammen. So eine Stunde, 1,5 Stunden, so, um einen Ersteindruck zu bekommen. Schauen wir mal. Vielleicht Let's Plays danach, vielleicht nicht, werden wir sehen. Jo. Und genau, das Spiel kommt nämlich heute raus, am 17.03.22. Ja, genau. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Erstellen uns einen neuen Charakter. Bin hyped. Ich habe Bock, muss ich sagen. Also, wir haben hier Klassen. Leider ist das Spiel noch nicht auf Deutsch. Es wird es aber auf Deutsch geben, soweit ich weiß. Zumindest die Texte. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel Voice-acted ist, eine Audioausgabe hat, ihr wisst schon, was ich meine, ob die Figuren reden, so. Es gibt Menschen, Zwerge, Elfen, sowas ähnliches wie Dunkelelfen sind das, glaube ich, und was auch immer das ist. Typen mit Hörnern im Gesicht. Wir werden, glaube ich, weiblichen Dunkelelfen spielen. Genau. Und hier sind die Klassen. Es gibt 13 Klassen, die ganz cool sind, finde ich. Nicht so der Standardzeug. Hier Kämpfer, Kleriker, Druide, Convoker. Ist ein Summoner anscheinend. Ja, die beschwören halt irgendwie wilde Tiere und so, glaube ich. Cool. Highlander. Ist wahrscheinlich so ein bisschen so Paladin-mäßig. Schwert und Schild und so. Dann Necromancer. Ganz geil eigentlich. Gibt's Ranger. Ne, Bogen und so. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob da das D&D-Regelwerk hintersteht. Weiß ich nicht. Spellweaver ist wahrscheinlich einfach ein Mage. Dann gibt es hier einen Swindler. Es ist so ein... Ja, das sind so Duellanten, glaube ich, mehr. Dann gibt es halt hier den Dieb, so, ne? Sneaky Zeug und so. Kann man halt entweder im Fernkampf oder im Nahkampf spielen, denke ich mal. Und es gibt einen Winter Mage. WTF? Wie geil ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen in einem Spiel. Winter Mage. Ich glaube, wir werden einen Winter Mage spielen. Ich spiele eigentlich immer Assassinen oder Diebe, so Sneaky Zeug. Aber irgendwie habe ich Bock auf den Winter Mage, muss ich sagen. Genau. Da kriegen wir +3 Fokus. +2 Intelligenz, +3 to starting in Brewing und Drying. Es gibt anscheinend auch irgendwie so Berufe. Also Brauen und Trocknen. Learning and Research. Ja. Add more. Okay, man kann auch eine Double-Klasse spielen. Also ne, Multiclass sozusagen. Machen wir aber nicht.
Was brauchen wir denn? Also es gibt Physik, also das ist so Stärke und Lebenskraft sozusagen, Dexterity, wie genau man ist und wie man Attacken ausweichen kann und so, Intelligenz, Effizienz in Spells, ja, das brauchen wir. Fokus, Mental Strength and Resilience, okay, wie gut wir mentalen Sachen widerstehen können, so. Ja, Charisma. Gut, Charisma ist Charisma. Und Supernatural. Da kriegen wir mehr Resistenzen. Kriegen wir mehr Abilities for Warriors and Outlaws, okay. Increases the number of elevated energy slots for Wizards and Priests. Ja, aber die Sachen gibt's doch alle gar nicht. Warriors, Outlaws, Wizards and Priests gibt's nicht. Oder es gibt erweiterte Klassen, weiß ich nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht in diesem Video herausfinden. Gut, also Physik brauchen wir halt nicht. Wir brauchen Int und Fokus. Was ist denn das Maximum? 14. Das Maximum. Und 15, okay. Ah. Kriegen wir Heat, Cold und Poison und Acid Resistance, wenn wir Supernatural skillen. Aber nee. Ich glaube, ich skill noch ein bisschen Dexterity, weil wir, wenn, aus dem Fernkampf angreifen. Scheiß auf Charisma. Okay. Skills and Spells. Okay, was wollen wir hier machen? Bargain and Persuasion sind wir eh nicht. Gut. Offers the ability to read various text scrolls and recipes. Okay, damit können wir Sachen lesen. Und damit, okay, wenn wir die Zauberrollen lesen können, können wir die auch in unser Zauberbuch packen. Das ist natürlich nice. Brewing and Drying. Potions and Powders. Nee, ich gehe voll hier. Also, ach, wir können eh nur einen Punkt vergeben. Was ist das? Prodigy. Okay, Dialogue Choices. Da können wir mehr haben wir spezifische Dialogoptionen. Und Aptitude for Elevated Energy Level Spells. Aha. Doch mal, das ist irgendwie krassen Spells anscheinend. Okay. Sense and disable hidden traps in the world. Das ist natürlich geil. Okay, Magical Warding, da können wir unser Camp sicherer machen, wenn wir irgendwo campen müssen. Hier mal die Dialogoption. Okay, also jetzt zu den Waffen. Was schlägt das Spiel uns vor? Slings und Fustiballs. Sind Rods und Staves Fernkampf? Bolts und Ich weiß halt nicht, ob die im Fernkampf sind. Small Blades will ich natürlich nicht nehmen. Slings and Fustiballs. Uses aim and accuracy. Slings are very fast weapons. Fustiballs are fast.
Bullets. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich schaue mal kurz nach, ob das Fernkampf ist oder nicht. Bin ich wieder da. So, ich habe nachgeguckt. Rods and Staffs. Staffs? Keine Ahnung. Stäbe und Zauberstäbe. Nee, eben nicht Zauberstäbe. Scheiße. Melee. Nahkampf. Das heißt, wir nehmen hier Slings und Fusty Balls. Was auch immer das ist. So. Was nehmen wir denn für Spells? Death Pulse. This spell conjures a wave of necrotic energy around the caster, damaging anyone caught in it. Okay. Kann ja von Range sein. This spell enchants the caster's attacks with magical poison. Okay. 75%. Okay. Snow. Conjure the very elemental essence of cold, then throw it at someone you don't like. Ich glaube, ich nehme Poison Weapon und Snow. Ja. Was nehmen wir denn für ein Gesicht? Immer das hier. Jo. So. Skin Color, ja, ist okay. Die Color Blue. Nee, Rot passt nicht. Und dann lassen wir mal weiß. Hairstyle. Ah, so. Nee, so. Komm. Okay. Voice. Yeah. Yes. I'm not going to like this, am I? I await your instructions. I'm listening. Speak, don't you have another like spittle? Okay, das ist cool. Das ist Leia. Okay, auf geht's. Wir sind ein Feldeguck. Freundlich. Eine Frau. Mortal, also sterblich, okay. Und Winter Mage, wir haben Poison Weapon und Snow. Puls, wir haben Puls und Blow, haben wir wenig Resistenz. Na gut, ab geht's. We like to enable Main Quest Guidance. Ja. Okay. Gucken, was so abgeht. Ich bin gespannt. Also Charaktereditor ist jetzt nicht super krank komplex, aber auch nicht simpel. Ist gut. Oh, why didn't I look here first? And more to the point, why must I come fetch you for every little thing? Anscheinend ist das Spiel vertont. Geil. Sure, I'm on my way. Ich gehe schon. Warum auch? Listen, the lords from Isilbright are already here and waiting to be served. And for goodness sake, don't forget to gather your things from your chest before you come to table. Okay, Mann. Ist ja gut. Entspann dich. Ich mach mal ganz kurz die Musik etwas leiser, obwohl die cool ist. Lass es mal so. So. Wir haben noch eine neue Quest. Eine Side-Quest. Ach so. Okay. If you insist. Dann rauszoomen. Wie sehen wir denn eigentlich aus? Sieht man nicht wirklich. Warte mal. Main Quest. The Lords and Ladies of Isilbright arrived for an important
important conference at my lord's estate. I was given the duty of serving drinks throughout the evening. I really should not mess this up, okay? Wie gesagt, das Spiel wird es dann auch auf Deutsch geben. WTF. Also zumindest die Texte. Ich glaube nicht, dass die Vertonung deutsch wird, aber die Texte. Ja. Wir sollen hier Kellner spielen, okay. Local Map. Okay. Da rein. Das ist halt genauso wie Baldur's Gate, ne? Was ist das? Ach, die Map. Wo sollen wir denn hin? Da, okay. If you insist. Ich werde jetzt nicht nicht alles. Cool. Okay, auf Tab kann man sich ja so interaktive Take ankommen. Take all. Oh, okay, das ist ja geil. Natürlich kriegen wir das erste, was wir kriegen, ist ein Stab. Toll. Wie dumm. Ist das jetzt Range 1,5? Okay. Das verstehe ich nicht in diesen Spielen. Warum sind so Zauberstäbe nicht einfach Fernkampf? Das wäre viel geiler. Das fand ich auch immer blöd an Baldur's Gate, muss ich sagen. Okay, Handschuhe. Was haben die für Werte? Hat 15% Cold Resistance. Okay. So, wir sollen hier irgendwo hin, ja? Okay. Bücher, Schriftrolle. You're all. Identify. Ist das eine zum Identifieren oder müssen wir die identifizieren? Das? The Voice in the Woods. Okay, sowas lese ich eigentlich nie, muss ich sagen. Ah, okay, das ist eine Identify. Ach so, das. Ach, das ist ein Rezept für Potion of Cure All. Ich werde mal Identify den Spell in unser Spellbook ballern. Party Level. Ah, das. Okay, finde ich gut. Das heißt, ne, Charaktere leveln nicht einzeln, sondern die Party levelt. Und alle sind immer auf dem gleichen Level. Das mag ich persönlich sehr gern. Hast du das, wenn Charaktere, die gerade nicht in der aktiven Party sind, nicht leveln? Das ist so nervig. Ich verstehe nicht, warum es das gibt. Was haben wir denn hier? The Fallen Princess Tale. Okay. Bracelet. Identify. Ey. +1 zu Fokus. Warte mal, haben wir jetzt... Ja. Nee. Ich will gerade mal gucken, ob wir ein Spellbook haben. Spellbook V. Ich
glaube, wir können die so oft wie möglich einsetzen, wa? Also. Also, wir haben jetzt nicht Spell-Slots quasi. Wie in Baldur's Gate. Yes, I Ich know. glaube, das ist geil. Wo muss ich denn hin? Hier mit den Reden? Hello. Serving drinks at the meeting. Ja, wo ist denn das Meeting? Verdammt nochmal. Ach, da links. Okay. Warum gibt's denn hier so viel Stuff? Klauen hier erstmal alles. Das kann ich nicht benutzen. Identify. Light Elven Belt. Wir werden genauer und können dodgen. Was haben wir hier? Verdant Emerald. Okay, wir gehen mal zu dem Dings. Dem Meeting. Musik mag ich auf jeden Fall. Serve the food. Ja. Ach so, wir sollen dahin. At last. Ugh, don't go twisting an ankle in all your hurry. You take care of the drinks. Lord Woolcraft and Lady Larenthal prefer wine. Lord Joran would like ale. Lady Virulin and Lord Espen want mead. Go! Muss ich mir das merken? Ernst? Okay. Ugh, the carriage was quite stuffy. Ach, My scheiße. throat is sorely parched. Fuck. Ugh, you don't expect me to drink this. Oh dear, I think not. Kackt. Oh, the Woolcraft will Ale, oder? Starting can't find good servants in the city. Can't. Scheiße. Ich musste mir das wirklich merken. Here, finally. I must have a talk with Berlin later. Auch falsch. Fuck. Ach, hier steht's. Oh, fuck. Lord Joran would like ale. Wo ist denn Lord Joran? Hello? Well? You know this is supposed to be served at room temperature. Ist auch nicht zufrieden. Lady Larenthal will wine. Yes, get on with it. Ja. I suppose you expect me to talk. Wow, sind die alle unhöflich, ey. Ich froh, dass wir nicht mehr in so einer Zeit leben. Shall we do business, gentlemen? Gentle ladies? Achso. Yes, let's. We are convened to discuss the situation with Daron Gould. What has been rumored and suspected for so long has finally come to pass. A council of nobles with mining interests in the town have declared themselves independent from the crown of Isilmarald. I don't like this dirty business. Sending a list of grievances to the king. Sounds more like the actions of a bunch of uppity peasant farmers than nobility. There are ways these things are done. And there are ways that kingdoms may crumble. I understand your feelings on the matter, Lady Larenthal. But Daron Gould enjoys the sympathies of many important persons here in the north, and I number myself among them. What's more, there have already been defections among the Isilmarald nobility, most recently Aldnar. She speaks of your son, Lord Espen, who chose to forsake his birthright to join the rebels. Ah, yes. Thank you, Lady Larenthal, for reminding me. And I'll thank you, Lady Virulin, not to speak his name on this estate, nor in my hearing again. Oh, why, I will. But you won't. Whatever the loyalties of, the young Lord of House Espen, the southern nobles have many legitimate complaints. Heavy, some say ruinous taxation, delayed shipments thanks to the Crown's regime of inspections and checkpoints,
The king's insistence that Daron Gould's military, even the town watch, must be trained in the north. It's quite a list. Yes, it's all very sad. I'm sure they toss and turn the night away on their beds of gold bars. Taxation and bureaucracy are simply the facts of managing a prosperous nation, of keeping our enemies at arm's length. How long would their precious mines keep producing without the king's protection? Did you know, I heard this rebellion was prompted in part by a belief making the rounds in Daron Gould that the king himself is cursed. Oh my! What exceptional nonsense! Have they been breathing the fumes of their own minds? All right, very amusing. But like Lady Varellin, I am not unsympathetic to our southern friends. Surely some of Isilbright's rules and dictums could be culled, especially if it means avoiding war. A much more costly proposition than losing a handful of coin in taxes. Wise counsel, my friend, but I fear the time for compromise is already past. The message from Daron Gould was deliberately provocative, leaving the king no way to negotiate or save face. The time has come, lords and ladies, for us to commit our forces and our purses to our rightful liege and crush Daron Gould. Or throw in with the rebels. They have the gold, they have a well-trained army, and most importantly, they control the mines. In a conflict of any significant length, having control of the source of the kingdom's metals means they must only outlast the North, rather than outright defeat her. Ist auch geil, dass wir einfach als anscheinend Kellner da so mit rumstehen und alles anhören. Juve, what is your opinion on recent developments? Na klar. You're asking the scullery maid? What does... Kindly do not interrupt me while sitting at my table, Lady Larenthal. Well, speak up. Okay. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, worum es geht, aber es gibt Rebellen, die rebellieren, obviously, gegen den Norden. Und gehören sie jetzt zu dem Norden oder sind die jetzt irgendwo anders? Das habe ich jetzt nicht gereilt. Und der Sohn von Lord Espen ist anscheinend bei den Rebellen. Whether or not Daron Gould has legitimate grievances is beside the point. They must be crushed. To do otherwise would invite rebellion from every quarter. Ich sag mal, die müssen gecrushed werden. Indeed, there is truth in what you say. I have often found fear to be a more useful asset than respect. Okay. Oh, ei! Die werden angegriffen. My ladies, my lords, we are under attack. Please take shelter at once. Perhaps the cellar. You may wish to arm yourselves, my lords. Wie viel Zeit haben wir? Too little, I'm afraid. Their numbers are overwhelming. We were forced to fall back to the main gate, and they're already... Surely they will listen to reason, wherever they're from. Und Junge, du hast keinen Plan. They won't kill us out of hand like so many soldiers. They wouldn't dare. Right? Calmly, my friends. Let's all go out to meet them. They're not bandits after all. Ich glaube, die werden jetzt alle sterben. Yes, go ahead. You have my blessing to speak on my behalf if it's of any use. You? What? Where are you going? Come with me. Make haste. Okay, wir sollen mit ihm kommen. What the fuck? Yes, I know. You and you lot with me. What was it? What is it, my lord? That The main sound. gate has already been breached. The House of Espen is about to fall to the agents of Daron Gould.
Now, never mind that. Just follow. And you, prepare whatever spells you know. Surely your magical tutoring must be good for something. Gods know it costs enough. Ah, er hat uns quasi beigebracht, ja, wie man Magie ausübt. Cool. Warum gehst du... Was ist das denn für ein Umweg? Combat? So Oh oh. Warte mal. Combat has started. You're free to stay out of the fight this time around. So, if you decide to engage, clicking on the... Blah, blah, blah. Both hostile and non-hostile creatures. Okay, ja, easy. Turn takes 5 seconds, okay. Ich würde gerne Schneeball auf den werfen. Mit der Leertaste kann ich das Spiel anhalten. Oder weiterlaufen lassen. Und es gibt halt eine Autopause. Schneeball! Geil. Kann ich... Oh oh. Look into my eyes as you perish. Hau drauf! Okay, wir treffen einfach nicht. Aua! By curse. Hilfe! I do your Don't you have another Warum? spittle? If you insist. Okay, wir haben doch Spell-Slots. Blood and souls. Aua! With you. Hilfe! Ich bin gleich tot. What the fuck? Okay. Das war knapp. What the hell? Das ist ein Slingshot. Aber man braucht Munition. Nehmen einfach mal alles. Wir tragen zu viel, ist klar. Wie kann ich denn... Oh Gott, das dauert ein bisschen lange. Kann ich das identifizieren? Brilliant Saphir Stuff. Grants one base spell slot. Ich nehme aber mal das hier rein. Wo kann ich da? Okay, da ist Munition. Alles weg. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist der Typi? Hallo? Hä? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ist der hoch? Nee. Ach, hier. Combat. Schon wieder. Wo denn? Ach, da. Jetzt. Ey, nein, 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 nein. Blablabla. Hilfe! Hilfe! Hätte mich nicht einmischen sollen. I'll cut you into little pieces. Ab. Ist noch jemand? Auch tot. Okay. Noch irgendwer, was Nützliches? Nein. Guard this door with your life, Leia. Come with me. Achso. Guard this door with your life. Leia, come with me. So. Ach, da. Now listen to me. Listen closely. This is important. The Lady Espen was the love of my life. My one love. There was nothing arranged about our betrothal. Can we talk about your dead wife some other time, sir? We haven't time for your smart remarks.
You never saw her yourself. Not that you'd remember. But if you had, she... Gods damn these Deronguld swine. Behind me is my dressing chamber. Go fetch my sword from there. Maybe a few clever words would serve, ja? Clever words will avail us nothing but a... Okay, wir sollen ein Schwert... Ah. Nein! Okay, der Typ ist der Chef. Found you at last, Father. Didn't figure you would try and hide from your fate. So, das sind die Rebellen. Okay. Warum sollen wir dann mit denen... Ja. To be betrayed by my own son. Who wouldn't hide from such a terrible end? I've learned a few things, you see. Things your priests and men-at-arms could never teach. I have gained a new perspective, seen the truth of this world. So, you were not even paid in coin to turn traitor against your own house. Only pretty words. Kill me if you wish, but I promise it will avail you nothing. Every man pays for his sins, my son, and the price of a sin such as this, well... Enough of your piety. It sickens me. But your last decision, at least, is the correct one. Hold still, Father. Bringt jetzt seinen Vater um? Okay. Oh boy, da ist er weg. Don't worry, my child. Your hardships are over for today. Okay. Wer war das? Get up, lazy girl. It's time to go to bed. Wo bin ich? What? Does this look like Hrothgar's realm to you? You're in my hut. Why? Warum bin ich hier? I brought you here. No more questions for tonight. There's a cot over there. You should try to get a good night's sleep. Tomorrow will be a very, very long day. Okay. Es gibt einen Rest-Button. Okay. Resting will replenish some of your character's health. Oh. And restore spell and ability uses. Okay. Okay, und wenn man in der Wildnis schläft, ist halt, kann man halt angegriffen werden. Was haben wir hier noch? Ich werde es auf jeden Fall klauen. Fusion of Berry Juice Recipe. If you insist. Okay, dann rasten wir halt. Wake up, lazy. Always sleeping, this one. Must have been raised by dream wraiths. What are dream wraiths? Oh, I'd rather not explain. And you'd rather not know. You'll find out later if you do what you should anyway. Speaking of which... Now, how about you make yourself useful and weed the garden? Ich habe ein paar Fragen. How did I end up here, really? Well, if you must know, you were about to die, so I whisked you away to my little hideaway in the forest. And would you believe it? Now you're not about to die. Did you know Lord Espen? Yes, yes. After a manner of speaking, I knew him. A good man, but a bad father. Get that look off your face. His own son killed him. He can't have been much of a patriarch. Who are you? Just an old witch who likes her privacy. Before you ask, no, I don't intend
on turning you into a fox. Will mehr pennen. Okay. Dürfen wir nicht. Take a look at this list. Once you Eine Liste. Right-click the list icon in enter view inventory grid. Ah, hier. Gather the following: a handful of Bruce root, 1 brown stem mushroom, a slab of fox meat. On the move. Okay. Ja, ich würde gern raus. Nur so nebenbei gesagt. Kann ich das anziehen? Leather Armor. Kann ich nicht. Schade. feeling well? Oh, good. You know how to read. I have something that will help you gather what we need without hurting yourself too much. Here, put these on. Oh. Okay, Brewing and Drying kriegen wir das. Mal die anziehen. Okay, ja. Und jetzt? Good. You put your gloves on just like the rest of us. All fingers at the same time. You weren't trying to put them on one finger at a time, were you? Nein. Good. Now off with you. When you've got everything on the list, come back and I'll get to making that By the stew. way, be careful of the creatures in the forest. They can be a bit bitey. Take this stuff as well. Okay, noch ein Stuff. I do your bidding this time. Volendir. Habe ich eigentlich einen Heiltrank oder so? Potion of Cure All. Poison, nee. Healing. Ah ja, nice. Wie viel HP haben wir eigentlich? 11. If you insist. Wer bist du denn? Volendir, sei gegrüßt. Yes. Greetings, fellow traveler. I am Volendir. Please forgive me if I seem confused. I am not well just now. The druidic order sent me to heal this forest. There's an invasive species of spider I am to cleanse, but they have unfortunately got the better of me. I've been severely bitten, and they are venomous as well. I cannot continue. I considered approaching the cabin, but I was repulsed. Wir können ihn einfach angreifen. The yellow spiders are destroying the natural balance in this area. I'm too weak to fight them now, but perhaps you could finish this good work on your behalf. Okay, machen wir. Wieder oder was? Ah ne, die sind nicht... Ugh. Doch, Yellow Spider. Look into my eyes as you perish. Hey! On the move. Oh oh. Jawohl. Ab. Sehr schön. Pilze. Okay. Jetzt nochmal ein Yellow Spider. Komm schon. Hopp. Ab. Nice. Wir tragen wieder zu viel. Alter. Kann ich das so machen? Nee. Okay, jetzt ist gut. Wir brauchen auch Fox Meat. Soweit ich weiß. Ja. Schön. I've got all the ingredients. Okay. This time. Spotted 4 areas. Okay.
4 Bereiche, wo gelbe Spinnen sind. Die haben wir noch nicht alle gefunden. Okay. Forest Spider, keine Yellow Spider. Oh, der Pilz, nice. Du, 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 du. Hallo, gelbe Spinnen, da. Blood and souls. Baller sie weg! Oh, oh. Yes, I know. Hier, die treffen halt auch nicht, die Lappen. Hey, jawohl. So, komm schon. Yes. Ja, ein Areal gibt es noch mit gelben Spinnen. Ah, da ist noch eine gelbe Spinne, hier. Baller sie weg. Voll. Yes. Also, yep. Wir haben alle. Schön. Hier liegt aber noch was. Da ist Wasser. So, jetzt gehen wir die Dings mal ab. Wohl in dir, wir haben hier alles gekillt, du Lappen. Ja. Take this antidote. Ja, dankeschön. Okay. Party leveled up. Geil. Feel free to take a rest if you need. The hero returned with a fresh harvest. Yep. Is there some sort of reward? Yeah. Greed can have unintended consequences. Okay. In any case, of course there is. You get to eat tonight. Now let's have a look what you brought. What's this? Did you forget to make these herbs edible, child? Come now, you must dry them to bring out the flavor. Surely you've cooked before. I have to wonder what that Lord Espen even had your tutors teach you at his fancy estate. Oh, well, take this candle and get to drying. Then crush the dried herbs into powder so we have something to season the stew with. Okay. Level up. Speak your mind. On your character sheet, you can spend points to improve your character's general skills, class skills, and weapon skills. You can add or remove points from skills using the arrows to the right of the names. Yeah, blah blah blah. Learning and research. Danke. 34. Class skills. Ich möchte gerne mehr Dialogue Choices. Oh, das ist... Nee, stimmt, da braucht man wahrscheinlich Charisma und so. Ja, das macht natürlich keinen Sinn dann. Hallo? Kannst du mal... Hallo? Hier doch Tooltip, danke. Na gut, dann nehmen wir Arcane Studies. Das war... Elevated Energy Level Spells. Was auch immer das dann ist. Slings and Fustibolts. Keine Spells? Ah doch, your character is capable of learning, memorizing, and casting spells. Spells need to be memorized before they can be cast. Okay.
Ich nehme 2 Poison Weapon und sonst Schneeball. Okay. Various materials collected in the world may serve as ingredients for crafting. Plant, blah, 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 blah. Ja. Need tools to perform these actions. Cauldron for brewing and the heat source like candles or lantern for drying. Inventory. Drying. On the top of the drying tab you can see a collection of ingredients. Ja. Hier können wir die reinpacken. To switch between ingredients and heating devices. Okay. Kerze. Zum Erhitzen. Aha. The start drying button. Okay. Ingredients are now dried. The candle has been consumed in the process. Lanterns, on the other hand, can be used indefinitely. Okay. Kerzen werden verbraucht, aber zum Beispiel Laternen kann man immer wieder benutzen. Start crushing. Crush the ingredients into powder. Okay, und collect. Ja, nice. Okay. Good, good, well and dried. Give me just a moment and... There, it's on the fire. Now we have a few precious moments to spare. We should talk. Endlich redest du mit uns. About talking. You're trying to teach me something. Very good. I think you already have the hang of it. But in case that was a fluke, the idea is this. Taking the time and effort to gain knowledge or even learning to talk will benefit you greatly in the difficult times ahead. Pay close attention to what you might uncover in conversations through wit or charm. Okay. Dankeschön. Now, I'm certain you have more questions. Perhaps I can continue being instructive. Why did you save me from the assault on the Aspen estate? I kept an eye on Lord Aspen. He was a force of balance in Isilmerald. His death means that balance has failed. And it so happens that I have a soft spot for young people of potential. You were in the wrong place at the right time, and I saw a chance to aid you. Why is it that you're keeping me here and making me do all of this? You weren't ready for Altnar's attack on his father's manor, and I don't believe you were ready for the chaos of the world as it was when I pulled you from it. Also die hat ein Auge auf den Typen, auf unseren Lord die ganze Zeit gehabt. Und weil er jetzt tot ist, ist irgendwie die Balance weg. Und wir haben halt Potenzial. You are here to keep you safe and to make sure that you're ready for the next calamity you find yourself in. Who are you really? I'm afraid that is the one question I can't answer for you. Easiest to say that I am someone you were meant to meet. I'm here to set you on your way toward what you must accomplish, okay? What is it that I must accomplish? Was muss ich denn tun? Pardon me, I misspoke. There are 2 questions I cannot answer for you. Is the stew almost ready? Ist der Eintopf fertig? Yes, almost ready. Now, there's something you should know. When you leave here, the world you knew yesterday will be gone. Go on. The attack on the Espin estate was only the first spark of a consuming fire, I am afraid. Much will be lost to strife and war. There are worse things than war, though. There is something you must understand before you leave here. A great and terrible curse has fallen over Isilmerald and much of the rest of Yerengel. It drives men and women to madness. It starves the prince and turns the pauper to a life of desperation. It is the essence of avarice itself. A curse of greed spreads through the land. A curse of greed. Fluch der Gier. Aha. Greed ist kein Fluch, es ist
Ein Wert oder weiß? Ich weiß gerade nicht, was weiß bedeutet. Yes, yes, ordinarily you would be right. This is no normal greed, no. There is magic behind it. No mere apprentice's cantrip either. It is most dangerous, and you must understand that. Ah, the stew is done now. Just let it cool. Ah, getting a good look at you now. You're a bit of a magician, aren't you? I know a cantrip or two. A fair assessment of your abilities. Yes, yes. You have much to learn. Let's get you started. Here, take this. It's a scroll containing a spell for you to learn. Give it a read. Eva. This spell sends a spell-induced fever to attack its target, causing a sense of intense heat engulfing its body. Inflicts weakness, throbbing and toasting on the target. Huh? Wir haben eine Trap detected. The hell? Very good. I see the look of recognition in your eyes. You know a new spell. You must learn as many as you can. I say this with care. Magic will keep you alive, but may also hold unforeseen dangers. Now! There's a trap in the room, ready to give you a little scare if you aren't careful. Go see if you can find it, disarm it. No time to waste. Yeah, easy. If you insist. Magic perception can be used for wizards to find time to use your skill. Open the skills bar above the portrait row, then click the magical. Click on the trap's highlight and your character will head towards das. Achso, okay, so entschärfen wir das, alles klar. Und kann man nicht einfach draufklicken. Ah, egal. Very good. The freezing enchantment on the trap was but a mere nuisance. Other devices like it may not be as gentle. As a wizard, you'll be running across many peculiar things on your journey. Some will mean you harm, but you have the senses to spot them in time. But what was it that we... Oh yes. The stew? Oder was? We've done it. The stew is cooked and cooled. Here, girl. This will warm you up after a long, long day. I see that look in your eye again. No more questions for today. Eat your stew and get some rest. Okay. Soll ich jetzt... What do you need, my child? Rest, okay. Good morning. I fear that our time together is nearing an end. About time. It is time for you to return to the world. I needed to be certain you were ready. Is that all? Yes, that is the gist of it. Things were put in motion all over Yerengel since I plucked you from your father's house. Father? Ich hab's geahnt. My father, yes, Lord Espen. Huh? I'm not even a human. He couldn't be my father. Pardon, child. I don't wish to explain to you how babies are made. I trust you know. I trust you know, but your mother was indeed not a human. The deities of Yerengel were your mother's midwives. They had a purpose in mind for you, and they had to secure your safety so that you could live up to that purpose. You were born into a treacherous world, my dear. It was very important you not be recognized as Espen's heir before the time was right. As the gods peered through the veils of the void, they saw that a Feldeguk, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, child is made for survival, possessing the fortitude to overcome hardships, both mental and physical. That is why you were formed so perfectly in the image of your mother. As well, the closely guarded secret of your mother's connection to Lord Espen ensured your safety until now. We haven't the time. Didn't have the time to go into the story in greater detail, but you are a true heir of Lord Espen. Knowing this should be enough. Now you understand why Lord Espen paid you so much attention, despite your servitude. The other servants surely did not receive the same education or the same favors. Nor did anyone else in his house, excepting your half-brother Altnar. He killed our father, yeah.
He did, and that is the world I must send you back into. One where the sole heir of Lord Aspen committed patricide. One unaware yet hostile to your existing. I'm leaving now, finally. Very well, yes, I have enjoyed our time together. You will find the path clear. Be safe, my child. Okay, On the move. Chapter 1. World greed grew by 50. Okay. Travel to Isilbright. Ah, travel exit, okay. If you insist. Der Typ noch da? Nee. Okay. Hidden Cabin, Merchants Road. Okay, das ist also die Karte. Achso, ja. Kingdom of Isilmerald. Aha. Lands of Sidasuda. Wo ist die? Ah, da ist das Aspen Estate. Okay, da waren wir am Anfang. Okay, also ist auch so wie die Baldur's Gate oder Pillars of Eternity. Es gibt halt eine Weltkarte und dann lokale Karten. Karte ist ganz hübsch eigentlich. Cool, mag den Stil. Einmal reisen wir noch einmal zur Merchants Road. Was da so ist. Händler. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Der Lord Aspen, ist in Wirklichkeit unser Vater gewesen. Er hat also schön mit einer Dunkelelfin Knickknack. Oh ja. Einmal gucken, was hier ist. Ui, hier ist irgendwas. Ja, boy. Oh. Das Socken? Nee, okay. Wer bist du denn? I'm listening. Helgenhaar. Ich wette, das wird Partymitglied. Ich klick mal durch, mal gucken, ob der zum Partymitglied wird. Is that a serious question? Even a league beneath the skeg. Anyway, this was one of the. Wow, that's quite a tale. This is. Excellent. Hey! Geil. Was ist denn? Das ist ein Fighter, okay. Der Charisma eigentlich auch nicht wirklich. Der ist ja ultra scheiße. Hier Brewing und Drying kann der. Charisma und Int. Nee, so. Class Skills. Seasoned Warrior. Dialogue Choices. Force, Locks und Doors. Okay, ja. Türen aufbrechen und so. War Clubs and Hammers. Ja, der soll mal Äxte nehmen. Obwohl, warte mal, was hat er denn gerade? Was hat er denn ausgerüstet? Eine Battle Axe, ja. Go ahead. Das ist ein What do you need? ein Zwergenkämpfer, okay. Alright. Was hat er für eine Fähigkeit? Vigilance, was auch immer die macht, die Fähigkeit. Nee. Operations, nee.
Nee. Kann ich nicht mal gucken, wie der Skill funktioniert? Ah. User of this ability enters a vigilant posture, enhancing their defensive capabilities. Ah, okay, das ist so eine defensive Haltung sozusagen. Oh nee, das ist doch keine Haltung, das war doch eine Fähigkeit, die ausläuft. Okay, shit. What? What do you need? Okay. Gut. Okay, ich würde sagen, das war's für das erste Eindruckvideo. Beziehungsweise ich gebe dem nochmal, kann ich dem ein paar Sachen, kann ich das einfach rübergeben? Okay. Also wenn man auf solche Spiele steht, dann ist es bestimmt ganz cool. Es sieht halt nicht unbedingt geil aus. Das Voice Acting, Vertonung ist so teilweise. Ja, mal schauen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf das Spiel habt. Vielleicht let's play ich das, ja. Grundsätzlich Bock habe ich auf jeden Fall, muss ich sagen. Okay. Okay. Ist halt sehr langsam. Ja. Ich werde dann aber, glaube ich, keinen Mage spielen. Meinem Charakter. Weil ich die Waffen dann einfach nicht mag. Würde dann nochmal neu anfangen, glaube ich. Okay. Ja, aber das war die erste Stunde von Black Geyser. Geyser. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Black Geyser Couriers of Darkness. Die Welt wurde von einem Greed, einem Gierfluch befallen. Interessant. Mal gespannt. Wird bestimmt noch ziemlich komplex. Jo. Fand's ganz cool. Wie fand's ihr denn? Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Mal gucken, ob ich noch mehr solche Ersteindruck-Videos mache. Schauen wir mal. Ja. Das wär's von meiner Seite. Vielleicht sehen wir uns beim Let's Play wieder, vielleicht nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Na? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck vom Spiel bekommen. Jo. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.